Hallo, mein Name ist Sarah und heute erzähle ich euch meine Geschichte. Mein Problem begann, als meine Schwiegermutter beschloss, bei uns zu leben. Ich und mein Mann leben seit 2 Jahren zusammen, und wir waren glücklich. Aber eines Tages kamen die Sachen meiner Schwiegermutter bei uns an. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wessen Sachen das sind. Aber ich bin mir sicher, dass dies das Haus ist, an das ich liefern muss. Kann ich sehen, wem diese Sachen gehören? Klar, hier bitte. Ha? Warum ist meine Schwiegermutter? Warum werden ihre Sachen hierher geliefert? Ich verstand nicht, was los war, also rief ich meinen Mann an. Dann kam mein Mann zusammen mit seiner Mutter nach Hause. Oh, das ist gut. Deine Sachen sind angekommen. Hey, davon habe ich noch nichts gewusst. Was ist los? Habe ich es dir nicht gesagt? Jedenfalls. Was meinst du, jedenfalls? Ich wollte es ihm ins Gesicht sagen. Aber vor meiner Schwiegermutter kann ich nicht so mit ihm reden. Was meinst du, jedenfalls? Ich wollte es ihm ins Gesicht sagen. Aber vor meiner Schwiegermutter kann ich nicht so mit ihm reden. Ich freue mich auf das Zusammenleben mit dir, Sarah. Das war ein riesiger Schock für mich. Bevor ich geheiratet habe, habe ich meinem Mann gesagt, dass ich nicht bei seiner Mutter leben möchte. Bevor ich geheiratet habe, habe ich meinem Mann gesagt, dass ich nicht bei seiner Mutter leben möchte. Außerdem hat sie sogar ihre Sachen mitgebracht, ohne es mir zu sagen. Außerdem hat sie sogar ihre Sachen mitgebracht, ohne es mir zu sagen. Ich kann nicht glauben, dass mein Mann das tut. Das hat unser Leben wirklich in ein schlechtes Leben verwandelt. Ich kann nicht glauben, dass mein Mann das tut. Das hat unser Leben wirklich in ein schlechtes Leben verwandelt. Der nächste Tag. Sarah, ich möchte etwas Obst essen. Kannst du etwas Obst für mich kaufen? Sarah, ich möchte etwas Obst essen. Kannst du etwas Obst für mich kaufen? Ich wasche die Kleider. Könntest du das selber kaufen? Der Supermarkt ist in der Nähe. Ich wasche die Kleider. Könntest du das selber kaufen? Der Supermarkt ist in der Nähe. Welche Art von Frau kann sich nicht um ihre Eltern bemühen? Du bist respektlos. Ich werde Marcos davon erzählen. Welche Art von Frau kann sich nicht um ihre Eltern bemühen? Du bist respektlos. Ich werde Marcos davon erzählen. Wenn mein Mann nach Hause kam, sagte sie gemeine Dinge über mich. Wenn mein Mann nach Hause kam, sagte sie gemeine Dinge über mich. Marcos, Sarah lässt mich Besorgungen machen. Nein, du willst, dass ich dein Dienstmädchen bin. Aber leider glaubte Marcos seiner Mutter und hielt mich für die Böse. Aber leider glaubte Marcos seiner Mutter und hielt mich für die Böse. Warum lässt du sie Besorgungen machen? Nein, ich zwinge sie nicht dazu. Marcos glaubte mir nicht und stellte sich auf die Seite seiner Mutter. Marcos glaubte mir nicht und stellte sich auf die Seite seiner Mutter.
Der nächste Tag. Was ist das? Ha? Wie meinst du mit was ist das? Das ist unser Essen. Warum gibt es nur ein Hauptgericht und Suppe? Das haben wir immer gegessen und du sagtest, es sei genug. Das haben wir immer gegessen und du sagtest, es sei genug. Mama macht immer mindestens 2 weitere Beilagen. Du bist wirklich eine schlechte Ehefrau. Mama macht immer mindestens 2 weitere Beilagen. Du bist wirklich eine schlechte Ehefrau. Ich arbeite auch. Ich komme sogar später nach Hause als du. Aber ich versuche, das Mittagessen schnell zu kochen, um dich zu ernähren. Ich arbeite auch. Ich komme sogar später nach Hause als du. Aber ich versuche, das Mittagessen schnell zu kochen, um dich zu ernähren. Schaust du, die Frau, die ihre Aufgaben nicht erledigen kann, hat immer Ausreden. Schaust du, die Frau, die ihre Aufgaben nicht erledigen kann, hat immer Ausreden. Es ist keine Ausrede. Noch etwas. Du hilfst mir nicht mehr bei der Hausarbeit. Es ist keine Ausrede. Noch etwas. Du hilfst mir nicht mehr bei der Hausarbeit. Mama sagte, dass die Hausarbeit nur für Frauen ist. Das liegt daran, dass sie Hausfrau war, also hat sie recht damit. Aber wir arbeiten beide, also solltest du mir mehr helfen. Das liegt daran, dass sie Hausfrau war, also hat sie recht damit. Aber wir arbeiten beide, also solltest du mir mehr helfen. Eine Hausfrau, die keine Hausarbeit macht. Wir brauchen dich nicht mehr. Eine Hausfrau, die keine Hausarbeit macht. Wir brauchen dich nicht mehr. Richtig. So eine Frau brauche ich nicht mehr. Was sagst du? Ich sagte, geh weg. Ich will dich nicht mehr in diesem Haus sehen. Ich sagte, geh weg. Ich will dich nicht mehr in diesem Haus sehen. Ich war für einen Moment fassungslos. Sie haben meine Sachen gepackt und nach draußen geworfen. Ich war für einen Moment fassungslos. Sie haben meine Sachen gepackt und nach draußen geworfen. Jetzt geh weg. Du hast hier keinen Platz mehr. Nachdem sie mich rausgeschmissen hatten, ging ich weinend nach Hause. Nachdem sie mich rausgeschmissen hatten, ging ich weinend nach Hause. Sarah, was ist passiert? Sie haben mich aus dem Haus geschmissen. Ich habe nichts falsch gemacht. Sie haben mich aus dem Haus geschmissen. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich weinte und erzählte meinem Vater alles, was passiert war. Das ist dein Zuhause, also kannst du hier bleiben, solange du willst. Das ist dein Zuhause, also kannst du hier bleiben, solange du willst. Aber lass uns wenigstens einmal mit ihnen reden. Ich begleite dich. Aber lass uns wenigstens einmal mit ihnen reden. Ich begleite dich. Ich nickte seinem Vorschlag zu und wir gingen am folgenden Wochenende hin. Ich nickte seinem Vorschlag zu und wir gingen am folgenden Wochenende hin. Aber ich sah eine schockierende Szene. Ha? Wer ist sie? Sie ging aus dem Haus, als würde sie dort wohnen.
Marcos hielt Händchen mit ihr, und seine Mutter lächelte und sagte, gute Reise. Mein Vater und ich sahen uns an. Könnte das der Grund sein, warum Sie mich rausgeschmissen haben? Das ist unverzeihlich. Mein Vater zeigte seine Wut. Dann folgten wir Marcos und der Frau. Sie gingen in ein Hotel. Ich kann das nicht glauben. Er hat mich so behandelt, als er mich die ganze Zeit betrogen hat? Und seine Mutter toleriert das? Sarah, geh nach Hause. Ich möchte nicht, dass du mehr als das siehst. Ich werde mich um diese Angelegenheit kümmern. Ich verspreche, ich werde dafür sorgen, dass sie bereuen, was sie dir angetan haben. Aber. Glaub mir, Sarah, ich werde sie dafür bezahlen lassen, was sie dir angetan haben. Ich bin alleine nach Hause gegangen. Wenn ich allein war, fühlte ich mich deprimiert und wütend. Wie konnte Marcos mir das antun? Was war ich für ihn? Das ist frustrierend. Nachdem ich geweint hatte, kam mein Vater nach Hause. Geht es dir gut? Ja, jetzt geht es mir etwas besser. Wie willst du damit umgehen? Ich möchte mich von ihm scheiden lassen, weil er mich so behandelt und mich betrogen hat. Einverstanden. Wenn du das wirklich willst, dann lass uns nächste Woche nochmal mit ihnen reden. In der nächsten Woche gingen mein Vater und ich zu Marcos Haus. Die Frau war nicht da. Papa sagte mir, er würde mich tun lassen, was ich wollte. Aber ich war so nervös, als würde mein Herz brechen. Ach Sarah, ich habe dir gesagt, du gehörst nicht mehr hierher. Richtig. Was machst du hier? Mein Vater hörte ihnen zu und gab ihnen die Scheidungspapiere. Mein Vater hörte ihnen zu und gab ihnen die Scheidungspapiere. Wir sind hergekommen, um etwas zu besprechen. Alles, was Sie tun müssen, ist diese Scheidungsurkunde zu unterschreiben. Wir sind hergekommen, um etwas zu besprechen. Alles, was Sie tun müssen, ist diese Scheidungsurkunde zu unterschreiben. Scheidungsurkunde? Ich werde Hunderte, wenn nicht mehr unterschreiben. Scheidungsurkunde? Ich werde Hunderte, wenn nicht mehr unterschreiben. Ja, genau, weil ich Sarah hasse. Sie ist eine sehr hässliche Ehefrau. Ja, genau, weil ich Sarah hasse. Sie ist eine sehr hässliche Ehefrau. Sie lachten, als hätten sie gewonnen. Als mein Vater ihnen jedoch etwas zeigte, hörten sie auf zu lachen. Sie lachten, als hätten sie gewonnen. Als mein Vater ihnen jedoch etwas zeigte, hörten sie auf zu lachen. Was ist das? Wie und wann wurde dieses Foto aufgenommen? Was ist das? Wie und wann wurde dieses Foto aufgenommen? Natürlich lasse ich mich von dir scheiden, aber zur Strafe musst du Trostgeld zahlen. Natürlich lasse ich mich von dir scheiden, aber zur Strafe musst du Trostgeld zahlen. Sarah, du hast es falsch verstanden. Im Gegenteil, jetzt habe ich alles richtig verstanden und wusste, dass du mich betrügst. Im Gegenteil, jetzt habe ich alles richtig verstanden und wusste, dass du mich betrügst. Ich kam nach Hause, um mit dir zu sprechen, aber ich war schockiert von dem, was ich sah.
Eine Frau, die ich noch nie zuvor gesehen habe, kam aus dem Haus. Ich kam nach Hause, um mit ihr zu sprechen, aber ich war schockiert von dem, was ich sah. Eine Frau, die ich noch nie zuvor gesehen habe, kam aus dem Haus. Danach hat mein Vater einen Detektiv und einen Anwalt eingesetzt, um dich auszuspionieren. Wir haben herausgefunden, dass die Frau ihres Chefs ist. Danach hat mein Vater einen Detektiv und einen Anwalt eingesetzt, um dich auszuspionieren. Wir haben herausgefunden, dass die Frau ihres Chefs ist. Natürlich haben wir die Beweise an deinen Chef geschickt. Wir werden auch von der Frau Trostgeld verlangen. Natürlich haben wir die Beweise an deinen Chef geschickt. Wir werden auch von der Frau Trostgeld verlangen. Hey, was passiert mit meinem Status im Unternehmen, wenn du das tust? Hey, was passiert mit meinem Status im Unternehmen, wenn du das tust? Die Ergebnisse sind so klar wie das Tageslicht. Wenn du Glück hast, wirst du in die Provinz versetzt. Die Ergebnisse sind so klar wie das Tageslicht. Wenn du Glück hast, wirst du in die Provinz versetzt. Aber wenn du kein Glück hast, wirst du gefeuert. Fremdgehen mit der Frau deines Chefs ist unverzeihlich. Aber wenn du kein Glück hast, wirst du gefeuert. Fremdgehen mit der Frau deines Chefs ist unverzeihlich. Hör auf mit mir zu spielen. Stopp es sofort. Zu spät. Ich habe die Fotos schon abgeschickt. Es ist wahrscheinlich schon bei deinem Chef angekommen. Zu spät. Ich habe die Fotos schon abgeschickt. Es ist wahrscheinlich schon bei deinem Chef angekommen. Wie hast du das gemacht? Du bist heute nicht bei der Arbeit, also kann niemand deinen Chef daran hindern, sie zu erhalten. Du bist heute nicht bei der Arbeit, also kann niemand deinen Chef daran hindern, sie zu erhalten. Als Marcos das hörte, geriet er in Panik und rief seinen Chef an. Aber er wusste nicht, wo die Fotos sind oder was er sagen sollte, also musste Marcos den Anruf bei seinem Chef auflegen. Als Marcos das hörte, geriet er in Panik und rief seinen Chef an. Aber er wusste nicht, wo die Fotos sind oder was er sagen sollte, also musste Marcos den Anruf bei seinem Chef auflegen. Nun, warum unterschreibst du nicht auf diesem Papier? Den Rest erledigt der Anwalt. Nun, warum unterschreibst du nicht auf diesem Papier? Den Rest erledigt der Anwalt. Übrigens, die Polizei wird wahrscheinlich kommen und deine Mutter verhaften. Übrigens, die Polizei wird wahrscheinlich kommen und deine Mutter verhaften. Was? Die Polizei nimmt mich fest? Wieso den? Als du hier lebte, verschwanden meine Sachen eines nach dem anderen. Als du hier lebte, verschwanden meine Sachen eines nach dem anderen. Als ich mir dein eBay-Konto angesehen habe, habe ich gesehen, dass du meine Sachen verkauft hast. Als ich mir dein eBay-Konto angesehen habe, habe ich gesehen, dass du meine Sachen verkauft hast. Da war sogar ein handgemachtes Ding von meinem Vater drin. Also kannst du den Diebstahl nicht leugnen. Da war sogar ein handgemachtes Ding von meinem Vater drin. Also kannst du den Diebstahl nicht leugnen.
Sie fiel auf die Knie und neigte den Kopf. Danach wurde Marcos wie erwartet gefeuert. Seine Mutter wurde von der Polizei festgenommen. Sein Chef hat sich übrigens von der Frau scheiden lassen. Ich habe von den beiden und von Marcos Mutter eine ganze Menge Geld bekommen. Also mache ich mir vorerst keine Sorgen ums Geld. Ich habe von den beiden und von Marcos Mutter eine ganze Menge Geld bekommen. Also mache ich mir vorerst keine Sorgen ums Geld. Im Moment machen wir einen schönen Urlaub und genießen den Strand in Ägypten. Mein Name ist Sarah. Heute erzähle ich euch meine Geschichte mit meiner Schwiegermutter. Ich habe meinen Mann Peter geheiratet, als ich 25 war. 3 Jahre später kam unser Sohn zur Welt. Wir hatten als Familie ein glückliches Leben zusammen. Nach der Geburt unseres Kindes bin ich wieder arbeiten gegangen. Wir geben uns große Mühe, unser Kind großzuziehen. Eines der größten Probleme in meinem Leben ist meine Schwiegermutter. Nun, ich schätze, sie ist der sogenannte Brautmobber. Mein Mann ist immer vorsichtig mit ihr. Aber als wir gerade verheiratet waren, war es sehr schwierig, damit umzugehen. Mein Mann ist der mittlere von 3 Zischlauten. Er ist der Einzige, der verheiratet ist. Die anderen beiden genießen immer noch ihr Single-Leben. Meine Schwiegermutter war schon immer der Mittelpunkt der Familie. Sie nannte sich Madonna der Familie. Es ist alles männlich und jeder weiß, wie schwierig es ist, mit ihnen umzugehen. Also bin ich die Madonna dieser Familie. Nun, ich schätze, sie denkt wirklich, dass sie es ist. Und dann tauchte ich als einzige Schwiegertochter auf. Mein Schwiegervater und andere Geschwister kümmern sich sehr um mich. Also wurde ich als imaginärer Feind erkannt. Peter, ich kann nicht glauben, dass du heiratest. Wovon redest du? Alle Mütter warten auf den Tag, an dem ihr Sohn heiratet. Peter, du solltest den Geschmack unserer Familienessen nicht vergessen, auch wenn du heiratest. Du solltest bei uns zu Hause essen. Keine Notwendigkeit. Sarah ist eine gute Köchin. Und wir haben beide Jobs. Wir kümmern uns gemeinsam um unser Haus. Auf keinen Fall, sie lässt dich die Hausarbeit machen? Rede nicht so. Wir entscheiden, was das Beste für uns ist. Ich will kein Wort von dir, Mama. Ich bin kein kleines Kind mehr und kann mein Leben gut meistern. Mein Mann ist eine Art Person, die sich meldet, wenn er etwas sieht. Er war sicher zu 100% auf meiner Seite. Was ich sehr schätze, aber mein Mann liest nicht viel in die Dinge hinein. Und er ist nicht sehr gut darin, die Situation zu bemerken. Also versuchte meine Schwiegermutter etwas zu tun, was schwer zu bemerken ist. Zum Beispiel die Mahlzeiten.
Wenn wir zum Elternhaus meines Mannes gehen, serviert meine Schwiegermutter das Essen. An der Oberfläche scheint dies eine ziemlich normale Szene zu sein, die man irgendwo gesehen haben. Aber meine Schwiegermutter lässt mich nie in die Küche. Selbst als ich ihre Hilfe anbot, sagte sie mir, ich solle nichts tun. Und das Essen auf dem Tisch sieht alles gleich aus. Aber weil ich nicht helfen darf, weiß ich nicht, was drin ist. Ich hatte mal eine Suppe mit vielen kleinen Fischgräten drin. Ich wusste das nicht und ich trank so viel Suppe, und es brachte mich um. Eine Woche später. Schatz, meine Eltern haben uns zum Abendessen eingeladen. Es wäre schön, wenn wir hingehen könnten. Oh nein, ich möchte wirklich nicht hingehen. Deine Mutter hasst mich und behandelt mich immer schlecht. Was? Das kann doch nicht sein. Warum denkst du das? Sie lässt mich nie in die Küche und hilft ihr beim Zubereiten des Essens. Ich fühle mich so unwillkommen und ausgeschlossen. Ich verstehe, dass du dich so fühlst. Aber vielleicht hat sie nur eine bestimmte Art, Dinge zu tun, und möchte, dass alles perfekt ist. Es bedeutet nicht unbedingt, dass sie dich hasst. Aber es ist nicht nur das. Sie kritisiert ständig meine Kleidung, mein Aussehen, und sogar wie ich mit unserem Sohn umgehe. Ich habe genug davon. Das tut mir leid, Schatz. Lass uns heute Abend hingehen, und ich werde ein Auge auf Ihre Kommentare haben. Es ist wichtig für mich, dass wir Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich weiß, dass es dir wichtig ist, und ich möchte dich unterstützen, aber es ist so schwer für mich. Ich verstehe das, und ich schätze es wirklich, dass du es versuchst. Lass uns zusammenhalten und gemeinsam die Zeit dort verbringen. Ich werde an deiner Seite sein und dich unterstützen. In Ordnung. Ich werde es versuchen. Aber nur weil du es bist, und weil ich dich liebe. Danke, mein Schatz. Ich liebe dich auch und verspreche, dass ich für dich da sein werde. Oh, dieses Essen ist wirklich schrecklich. Sarah, geht es dir gut? Ich glaube, ich habe Bauchschmerzen. Geht es dir gut? Oh, du magst mein Essen nicht, oder? Hör auf Mama. Sie sagte, sie fühle sich nicht gut. Vielleicht tut sie nur so, als wäre sie krank. Ich glaube nicht. Hey Madonna, hör auf. Tu das nicht einem kranken Menschen an. Gut, ihr seid alle auf ihrer Seite. Das meinen wir nicht. Ich habe das Abendessen für euch alle gemacht, und was ist los? Keine Sorge. Ich esse von Sarahs Teller. Nein, tu das nicht. Du hast mich erschreckt. Was ist los mit dir? Warum schreist du? Es ist nur, ich kann dich nicht etwas Kaltes essen lassen. Mach dir darüber keine Sorgen. Ich sagte halt. Ohne zu hören, wie seine Mutter ihn aufhielt.
nahm Peter den vor mir stehenden Teller mit Fleisch und Kartoffeln. Oh, was zum Teufel? Was ist das? Essig? Es schmeckt so anders als bei mir. Es ist schon einmal passiert. Was sagst du, Sarah? Einmal zuvor wurde mir eine Suppe mit vielen kleinen Fischgräten serviert. Mama, was ist los? Ich habe nichts getan. Das hast du wohl falsch verstanden. Natürlich nicht. Dieses Fleisch und Kartoffeln ist schrecklich. Papa, probier mal. Als mein Mann versuchte, meinem Schwiegervater das Fleisch und die Kartoffeln zu geben, nahm meine Schwiegermutter es ihm ab. Wenn es so schlimm ist, musst du es nicht mehr essen. Nein, das meinte ich nicht. Ich frage, warum Sarahs Essen so schlecht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie hat es selbst getan, als sie das Essen zubereitete. Genug, es ist unglaublich. Du hast Sarah nie in die Küche gelassen. Ich glaube, du hast ihr dieses schreckliche Essen mit Absicht gebracht. Ja, das denke ich auch. Okay, ich bin fertig. Ich koche nie wieder eine Mahlzeit. Am Ende hat meine Schwiegermutter diese Situation weder zugegeben, noch sich dafür entschuldigt. Und mein Mann nahm dies zum Anlass, seine Familie nicht mehr zu besuchen, es sei denn, wir mussten. Eines Tages war ich auf Geschäftsreise außerhalb der Stadt. Auf dem Weg zurück ins Hotel nach einem Meeting, sah ich meine Schwiegermutter. Neben ihr war ein Mann in den 20ern. Sie gingen und hielten sich an den Händen. Was ist das? Meine Schwiegermutter mit einem fremden Mann? Ich war eingefroren. Ich bin mir sicher, dass ich den Typen nicht kenne, also bin ich ihnen gefolgt. Dann betraten sie ein Café und setzten sich auf einen Platz am Fenster. Sie saßen nicht voreinander, sondern nebeneinander. Ich zögerte nicht, mit dem Filmen zu beginnen. Und dann küsste der Mann meine Schwiegermutter. Wow, ich werde mir das nicht ansehen. Sie verließen das Café nach etwa einer halben Stunde und verschwanden in einem Hotel. Am nächsten Tag ging ich nach Hause und wartete darauf, dass die Kinder ins Bett gingen. Ich dachte daran, es abhängig von der Antwort meines Mannes zu sagen. Ich wandte mich an meinen Mann. Weißt du was? Du willst nicht sehen, wie deine Eltern etwas Schändliches tun, oder? Ist mir egal. Bist du in Ordnung, etwas Schändliches von deinen eigenen Eltern zu sehen? Was ist los? Stimmt was mit deinen Eltern nicht? Ja, aber es waren deine Eltern. Oh mein Gott, war es meine Mutter? Was hat sie dir angetan? Nein, sie hat mir nichts getan. Ich habe meinem Mann alles erzählt, was gestern passiert ist. Ich habe die Videos und Bilder gemacht. Lass mich sehen. Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Ich kann meiner Mutter dabei nicht zusehen. Für wie alt hält sie sich?
Du bist nicht schockiert? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es ist nicht ihr erstes Mal. Was sagst du? Es ist vor langer Zeit passiert. Sie hat Papa immer betrogen, weil sie viel unterwegs war. Mein Bruder war noch in der Mittelschule. Also vergab Papa ihr und baute die Beziehung wieder auf. Oh, ich verstehe. Nun, ich schätze, sie werden die Beziehung nicht mehr wieder aufbauen. Ich werde eine Agentur damit beauftragen, das zu prüfen. Kann ich das Geld dafür verwenden? Klar, es lohnt sich. Danke. Ich werde dich wissen lassen, wie es weitergeht. Wir haben einen Monat gebraucht, um eine Agentur zu finden und die Ergebnisse zu erhalten. Peter war fassungslos, als er den Bericht sah. Also, bringen wir den Bericht zu Mama. Was? Das ist nicht nötig. Warum gibst du es nicht einfach deinem Vater und lässt ihn entscheiden? Das wird uns nicht zufrieden fühlen lassen. Sarah, Mama hat dir etwas Schlimmes angetan, nicht wahr? Lasst uns sie rächen. Nur so fühle ich mich zufrieden. Ich sollte etwas für meine liebste Frau tun, nicht wahr? Oh Peter. Ehrlich gesagt wollte ich zusehen, wie meine Schwiegermutter vor meinen Augen den Verstand verlor. Ich wollte ihr alles heimzahlen, was sie mir angetan hat. Gute Arbeit, Peter. Ich werde meinem Vater davon erzählen, bevor wir gehen. Ich möchte ihn nicht aus heiterem Himmel mit der Wahrheit konfrontieren. Bist du sicher? Das könnte alles zerstören. Ja, ich bin sicher. Mein Vater verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Er hat ein Recht darauf. Aber was ist mit deiner Mutter? Sie wird sich so schrecklich fühlen, wenn wir es ihm sagen. Das ist ihr Problem. Sie hat das getan und muss die Konsequenzen tragen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Wir haben unseren Sohn über das Wochenende im Haus meiner Eltern gelassen. Dann machten wir uns auf den Weg zum Haus der Eltern meines Mannes. Als wir ankamen, schimpfte meine Schwiegermutter wie immer mit mir, aber das war mir egal. Denn soweit ich weiß, wird das, was sie mir antut, heute enden. Der Zeitpunkt, sie mit den Beweisen zu konfrontieren, sollte nach dem Abendessen sein. Aber meine Schwiegermutter startete von Anfang an einen unerwarteten Angriff. Sarah, du bist endlich wieder hierher gekommen? Eigentlich wollte ich nur meinen Sohn sehen. Ich kann dich nicht ausstehen, Sarah. Aber ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, liebe Schwiegermutter. Ich gebe es dir nach dem Abendessen. Mama, wo ist Sarahs Essen? Sie mag mein Essen nicht, also kein Essen für sie. Ich bereite nur das Essen für die Familienmitglieder zu. Schließlich zählen Ehefrauen nicht zur Familie. Ich schaute zu Peter und meinem Schwiegervater hinüber. Und beide nickten zustimmend. Jetzt ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Das ist mein Geschenk für dich, Mutter. Was ich in der Hand habe, ist ein Umschlag.
Oh Sarah, du könntest irgendwann schlau sein. Meine Schwiegermutter hat es trotz dieses hasserfüllten Kommentars gerne angenommen. Und sobald sie den Inhalt des Umschlags sah, hielten ihre Hände inne. Und dann begann ihr Körper zu zittern. Was ist los? Was hat sie dir gegeben? Es ist nichts Besonderes. Nein, Sarah und Peter haben mir alles erzählt. Das sind deine Bilder und du betrügst mich mit jüngeren Typen. Du lernst es wirklich nicht, oder? Das ist kein Betrug. Es ist nur zum Spaß. Du verschwendest das Geld meines Vaters für so etwas? Das ist ekelhaft. Meine Brüder wussten übrigens auch davon. Wir unterbrechen dich. Du hast deinen Ehemann verraten, den Mann, der dich liebt und dir vertraut hat. Ich habe nur daran gedacht, verschiedene Welten zu sehen. Richtig, Sarah? Irgendwann gehst du mit einem anderen Mann essen. Nein, überhaupt nicht. Ich gebe kein Geld für Männer aus, die nicht zu meiner Familie gehören. Es ist so eine Verschwendung. Ich werde es für Peter oder meinem Sohn ausgegeben haben. Tu mir das nicht an. Du bist auch eine Frau, nicht wahr? Ich wette, du hast Peter irgendwann betrogen. Beleidige Sarah nicht, sie ist nicht wie du. Nun, es ist eine gute Gelegenheit für mich, dir etwas zu sagen. Als ich im Ruhestand war, hatte ich geplant, mich von dir scheiden zu lassen. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich habe dir vergeben, als ich vor langer Zeit von deiner Affäre erfahren habe. Du hast nicht daraus gelernt, sondern hast immer das Gleiche gemacht. Ich wusste, dass es an den Tagen, an denen du unterwegs warst, bestand das Abendessen aus Tiefkühlkost. Du hast doch nicht gedacht, dass ich es wissen würde, oder? Es ist alles deine Schuld. Du warst nicht bei mir. Das ist, was du machst. Du gibst allen anderen die Schuld. Ich kann erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht. Nein, es gibt keine Erklärung für Verrat. Keine Entschuldigung für das, was du getan hast. Du hast diese Familie verraten. Ich glaube, du bist der Grund, warum meine Brüder immer noch Single sind. Es ist Zeit, dass du die Konsequenzen deiner Handlungen trägst. Ich habe dir vertraut, aber du hast es gebrochen. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich möchte, dass du aus diesem Haus ausziehst. Was? Das kannst du nicht machen. Ich habe dir all die Jahre über treu gedient. Du hast mich betrogen. Wie kann ich dir je wieder vertrauen? Ich werde es wieder gut machen. Ich werde aufhören, diese Dinge zu tun. Es ist zu spät. Ich kann dich nicht mehr in diesem Haus haben. Bitte, ich flehe dich an. Lass uns das gemeinsam durchstehen. Es tut mir leid. Du musst gehen. Meine Schwiegermutter war mittellos. Sie kehrte zum Haus ihrer Eltern zurück. Aber jetzt, da das Geld weg war, schien sie sich von den jungen Leuten abgeschnitten zu haben. Und jetzt arbeitet sie in einem Supermarkt in der Nähe ihres Elternhauses. Mein Schwiegervater ist ein sehr großzügiger Mann.
Meine Schwiegermutter war dumm, ihn zu verraten. Nachdem meine Schwiegermutter nicht mehr da ist, herrscht in der Familie vollkommene Harmonie. Die Brüder meines Mannes, die noch nie zuvor nach Hause gekommen waren, kamen oft vorbei. Kürzlich haben sie darüber gesprochen zu heiraten. Ich freue mich für sie. Jeder hat ein breites Lächeln im Gesicht. Und jetzt bin ich mit meinem zweiten Kind schwanger. Ich werde meine Familie weiterhin an die erste Stelle in meinem Leben stellen. Ich wusste es. Es liegt an dir, Sarah, oder? Du kannst keine Kinder bekommen, nicht wahr? All die Jahre habe ich nach einem Enkelkind gefragt. Und jetzt weiß ich endlich, warum ich keines bekommen habe. Du bist eine nutzlose Ehefrau. Du verdienst es nicht einmal, eine Frau genannt zu werden. Eine richtige Frau schenkt ihrem Mann Kinder. Was für eine Ehefrau kann nicht einmal das? Entschuldigt mich. Ich brauche etwas frische Luft. Vorher an diesem Tag. Mama, ich möchte dir eine gute Nachricht erzählen. Oh, wirklich? Das ist wunderbar. Ich freue mich immer, gute Neuigkeiten von dir zu hören, Peter. Was ist es? Hast du eine Beförderung bekommen? Kaufst du endlich das Haus, von dem du immer gesprochen hast? Erzähl es mir. Nun, es ist etwas noch Besseres. Hier ist ein Brief, den jemand für dich geschrieben hat. Bitte lies ihn. Ein Brief? Wer hat ihn geschrieben? Lies ihn einfach, Mama. Ich verspreche dir, du wirst ihn lieben. Hallo Oma. Ich bin deine neue Enkelin. Bis bald. Oh mein Gott, Peter. Ich kann es nicht glauben. Willst du mir sagen, dass ich endlich ein Enkelkind bekomme? Ja, Mama. Wir haben auf den richtigen Moment gewartet, um es dir zu sagen. Sarah und ich sind so aufgeregt. Oh mein Gott, mein Sohn wird Vater. Das war immer mein größter Traum. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ich weiß, dass ihr schon lange versucht, schwanger zu werden. Oh Sarah, erzähl mir alles. In welchem Monat bist du? Hattest du schon Morgenübelkeit? Wisst ihr schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Nun? Die Sache ist, ich bin eigentlich gar nicht schwanger. Was? Was soll das heißen? Du hast doch gerade gesagt, dass ich Oma werde. Wie kann das sein, wenn du nicht schwanger bist? Nun, willst du es ihr sagen, Peter? Mir was sagen? Ich verstehe nicht. Was ist hier los? Bekommt ihr nun ein Baby oder nicht? Ja, Mama, wir bekommen ein Baby. Aber anders, als du es dir vorgestellt hast. Wir haben uns entschieden zu adoptieren. Adoptieren? Was meinst du damit? Du meinst, also, kein eigenes Kind? Mama, sie ist echt. Ihr Name ist Roma. Sie ist 3 Monate alt, und wir werden sie bald nach Hause bringen. Ihr wollt ein Kind adoptieren? Nein. Auf keinen Fall werde ich dem zustimmen. Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, ein Enkelkind zu haben. Ein Kind, das unser Familienblut in sich trägt. Ich will kein Enkelkind, das nicht mit mir blutsverwandt ist. Mama, wir verstehen, dass das nicht das ist, was du erwartet hast, aber... Nein, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe erwartet, dass mein Sohn ein echtes Kind bekommt. Und nicht das eines anderen großzieht. Warum tut ihr das? Warum versucht ihr es nicht weiter mit eurem eigenen Kind? Mama, es ist nicht so einfach. Wir wollten ein leibliches Kind, aber... Wir können keine Kinder bekommen, weil... Ich wusste es.
Es liegt an dir, Sarah, oder? Du kannst keine Kinder bekommen, nicht wahr? All die Jahre habe ich nach einem Enkelkind gefragt. Und jetzt weiß ich endlich, warum ich keines bekommen habe. Du bist eine nutzlose Ehefrau. Du verdienst es nicht einmal, eine Frau genannt zu werden. Eine richtige Frau schenkt ihrem Mann Kinder. Was für eine Ehefrau kann nicht einmal das? Mama, du wirst trotzdem Oma, okay? Familie bedeutet nicht Blut, sondern Liebe. Nein, das stimmt nicht. Außerdem, was für eine Frau kann kein eigenes Kind zur Welt bringen? Mama, es reicht. Entschuldigt mich. Ich brauche etwas frische Luft. Sarah, warte. Lass sie gehen, Peter. Sie musste die Wahrheit hören. Mama, wie konntest du das zu ihr sagen? Ist dir überhaupt bewusst, wie grausam das war? Peter, hör mir zu. Ich sage dir nur, was richtig ist. Du bist mein Sohn. Du verdienst eine Frau, die dir echte Kinder schenken kann. Du musst dich von ihr trennen, Peter. Finde jemanden, der dir eine richtige Familie geben kann. Es geht nicht um Sarah, Mama. Wovon redest du? Siehst du? Sarah und ich haben jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen. Jedes Mal, wenn wir einen Schwangerschaftstest gemacht haben, kam immer dasselbe Ergebnis heraus. Negativ. Es war so schwer für uns. Also beschlossen wir, zum Arzt zu gehen, um herauszufinden, ob etwas mit Sarah nicht stimmte. Wir waren so gestresst, während wir auf die Ergebnisse warteten. Und dann bekamen wir die schwierige Nachricht. Derjenige, der keine Kinder bekommen kann, bin ich. Verstehst du jetzt, Mama? Das hat nichts mit Sarah zu tun. Das Problem ist nicht Sarah. Das Problem bin ich. Ich bin derjenige, der keine Kinder bekommen kann. Oh mein Sohn, es tut mir so leid. Ich habe Sarah gesagt, dass sie mich verlassen kann, wenn sie will. Ich würde es ihr nicht verübeln. Aber weißt du, was sie getan hat, Mama? Sie hat mir gesagt, dass sie an meiner Seite bleibt, egal was passiert. So eine Frau ist sie. Deshalb haben wir uns entschieden, ein Kind zu adoptieren. Mein Sohn, das wusste ich nicht. Nein, wusstest du nicht. Und anstatt uns zu unterstützen, hast du Sarah fertig gemacht. Obwohl sie diejenige war, die uns zusammengehalten hat. Ich fühle mich so schlecht, wie ich sie behandelt habe. Ich war so blind. Ich war so besessen von der Vorstellung eines leiblichen Enkelkindes, dass ich völlig vergessen habe, worauf es wirklich ankommt. Auf Liebe. Ich muss das wieder gut machen. Ich werde mit Sarah sprechen. Sarah, kann ich kurz mit dir reden? Natürlich, Schwiegermama. Es tut mir leid, dass ich gegangen bin. Nein. Du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich habe mich so geirrt. Peter hat mir alles erzählt. Und ich fühle mich furchtbar, weil ich dich so behandelt habe. Du bist eine wunderbare Frau. Du bist nicht nur eine gute Ehefrau, du bist eine unglaubliche. Und mein Sohn kann sich glücklich schätzen, dich zu haben. Kannst du mir verzeihen? Natürlich, Mama. Danke. Und ich kann es kaum erwarten, Roma kennenzulernen. Ich auch? Eine Woche später. Hallo Mama. Hier ist jemand, der dich kennenlernen möchte. Oh mein Gott, ist sie hier? Ich bin so aufgeregt. Sag Hallo zu deiner Enkelin Mama. Hallo mein Schatz. Oma liebt dich so sehr, Roma. Du hattest recht, mein Sohn. Familie bedeutet nicht Blut.
Familie bedeutet Liebe. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.